Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir wieder Schritt für Schritt gemeinsam. Diesmal dieses Sonnenblumenmädchen und ich nenne das Video mal 2 in 1, weil wenn man das umdreht, sieht es aus einfach wie eine Sonnenblume und von vorne wie ein Sonnenblumenmädchen. Ich finde das wirklich super schön. Ihr könnt natürlich die Gesichter machen, die ihr möchtet. Ich verwende hier eine 25 mm Holzkugel. Und die Blume hier am Kopf komplett wird an einem Stück einfach gehäkelt. Da verwende ich jetzt hier so ein dunkelbraun, eine Reihe helleres Braun und dieses Gelb. Und ihr könnt die Farbe eurer Wahl benutzen. Wir machen jetzt alles Schritt für Schritt. Wir fangen hier mit dem Kopf an und dann mit dem Körper. Und da machen wir auch die Blätter, die gehen auch super schnell. Das ist auch eine sehr einfache Variante und wird an einem Stück gehäkelt. Und wir starten jetzt direkt. Ich häkel jetzt die Blume mit der 2,5 mm Häkelnadel und den Körper nachher mit 3. Wir fangen an mit einem magischen Ring. Dafür legen wir uns den Faden auf die 2 Finger, zweimal rum, gehen hier vorne rein, holen den hinteren Faden raus, holen den Faden und ziehen einmal durch. Das ist der magische Ring. Und hier häkeln wir jetzt erstmal 7 feste Maschen rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Wir ziehen fest und fangen einfach an, direkt weiter zu häkeln. Und zwar häkeln wir jetzt in jede der einzelnen 7 festen Maschen immer 2 feste Maschen und verdoppeln so gesehen die Runde. Also hier direkt jetzt in die nächste rein. Eine feste Masche und in dieselbe Masche nochmal rein und noch eine feste Masche. Dann in die nächste rein und 2 feste Maschen. Und das machen wir jetzt die ganze Runde, bis wir 14 feste Maschen haben. Damit haben wir die zweite Runde dann verdoppelt. Das ist meine 6. schon. 7, 8, 9 und 10, 11 und 12 und die letzte 13 und 14. So ist auch schon die zweite Runde fertig. In der dritten Runde verdoppeln wir jede zweite Masche. Also in die nächste rein und nur eine feste Masche. In die zweite rein und 2 feste Maschen in die eine Masche. Dann in die nächste wieder nur eine. In die nächste wieder 2. Und das machen wir, bis wir am Ende der Reihe sind. Wir sind jetzt am Ende der dritten Reihe angekommen. Das sind dann 21 feste Maschen jetzt gewesen. Entweder ihr zählt die dritte Reihe mit oder macht euch einen Maschenmarkierer rein. Das mache ich jetzt für die nächste Runde. Dann brauche ich nicht mitzählen. Und in dieser 4. Runde häkeln wir eine Runde lang nur feste Maschen, ohne Zunahmen, ohne Abnahmen. Einfach nur eine feste Masche in jede Masche.
am Ende der 4. Reihe angekommen. Der Maschenmarkierer kann nach oben. Wir drehen das schon mal mit der schönen Seite nach außen. Das ist so gesehen die Sonnenblume von hinten. Jetzt sind wir in Reihe 5. Wir fangen an mit einer festen Masche und die nächsten 2 nehmen wir ab. Also wir gehen bei der nächsten und bei der übernächsten in jeweils eine Schlaufe, holen den Faden durch beide durch, holen den Faden und ziehen durch. Das war es auch schon mit Abnahmen in dieser Runde. Jetzt häkeln wir bis zum Ende der Runde einfach nur feste Maschen. Eine feste Masche in jede Masche und das wieder, bis wir beim Maschenmarkierer angekommen sind. Wir sind jetzt in Reihe 6 angekommen. Da fangen wir auch an mit einer festen Masche. Dann wieder eine Abnahme. Jetzt einmal 9 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Dann machen wir noch eine Abnahme. Also die nächste und die übernächste, jeweils eine Schlaufe und durch beide durchziehen. Dann haben wir noch eine Abnahme gemacht und bis zum Maschenmarkierer häkeln wir jetzt nur noch feste Maschen. So, wir sind auch hier am Ende der 6. Reihe angekommen. Maschenmarkierer packe ich wieder nach oben. Das geht wirklich super schnell. Ihr braucht nur ganz wenig Wolle. Jetzt wechseln wir die Farbe. Dafür nehme ich mir hier so ein helleres Braungrau. Wir legen die Wolle auf die Häkelnadel, drehen es einmal, ziehen durch das dunkelbraune durch, ziehen das dunkelbraune fest und jetzt häkeln wir einfach nur eine Runde mit festen Maschen. Einfach nur eine Masche in jede Masche in dieser Runde. So, Farbe haben wir gewechselt. Und das einmal bis zum Ende dieser Reihe. Und dann fangen wir auch schon mit dem Blümchen an, mit den Blättern. Wir sind hier am Ende der Reihe angekommen, machen den Maschenmarkierer einmal raus. Dann machen wir hier, wo das dunkelbraune noch zu sehen ist, eine Kettmasche rein. So, jetzt wechseln wir die Farbe auf Gelb. Dafür die gelbe Farbe hier drauflegen oder die Farbe eurer Wahl.
Einmal wieder durchziehen, den anderen festziehen. So, wir haben die Farbe jetzt gewechselt und als erstes müssen wir das drehen, damit die schöne Seite von den Blüten, von den Blättern halt nach vorne schaut. Das heißt, es war eben so rum und jetzt drehen wir das Ganze und häkeln hier einfach ganz normal weiter. Dafür fangen wir an mit 4 Luftmaschen. 1, 2, 3 und 4. Dann stechen wir hier in die zweite rein, machen eine feste Masche. Jetzt nehmen wir uns den Faden auf die Häkelnadel, gehen hier in dieselbe Masche rein, direkt am Anfang, machen dort in die gleiche Masche 2 Stäbchen rein, 1 und 2. Dann gehen wir in die nächste Masche, machen eine Kettmasche. Wir gehen in die nächste rein, machen eine feste Masche und dann wieder 4 Luftmaschen. In die zweite hier rein und eine feste Masche. Dann wieder 2 Stäbchen in dieselbe Masche rein. Direkt hier unter dem gelben, nichts überspringen. Noch ein zweites Stäbchen hier rein. Und dann eine Kettmasche in die nächste. Eine feste Masche in die nächste. Dann wieder 4 Luftmaschen. Hier in die zweite, eine feste Masche. Wieder 2 Stäbchen. In dieselbe Masche. Hier ist alles in einer. In die nächste eine Kettmasche. In die nächste eine feste Masche. Und wieder alles von vorne. Also 4 Luftmaschen. Hier oben in die zweite eine feste Masche. Dann wieder 2 Stäbchen. Wenn ihr das 1-2 Mal gemacht habt, dann geht das auch ganz von alleine und ihr werdet auch Spaß daran haben. Es macht so ein schönes Ergebnis am Ende. Dann in die nächste eine Kettmasche, in die nächste eine feste Masche und so weiter bis zum Ende der Reihe. Wir sind am Ende der Reihe mit unseren Blättern hier jetzt angekommen. Bevor wir das jetzt abschneiden, machen wir direkt die Schlaufe weiter. Alles an einem Stück. Dafür häkeln wir einfach ganz normal hier am Ende, wo wir aufgehört haben, weiter. Und zwar mache ich jetzt 40 Luftmaschen und verbinde das gleich. Wir haben hier jetzt die 40 Luftmaschen gehäkelt. Dann gehen wir hier unten in die erste Luftmasche rein, holen den Faden, ziehen einmal durch und auch durch die andere Schlaufe einmal durch. Und somit sind wir schon fertig. Dann schneide ich den Faden jetzt einmal ab, beziehungsweise alle Fäden können wir abschneiden. Das ziehen wir hier raus. Das ist unsere Schlaufe auch schon mittendrin. Jetzt müssen wir erstmal alle Fäden mit der Vernähnadel am besten vernähen. Und dann passt hier auch der Kopf gleich rein. Das könnt ihr auch gleich festkleben, wenn ihr möchtet. Vernähen, das hat ja auch Löcher. Und das Vernähen kann jeder für sich machen. Und dann fangen wir jetzt mit dem Körper an.
Das geht auch ganz schnell. Ich zeige das auch nur im Schnelldurchlauf, weil alles sich sowieso wiederholt und die meisten das bestimmt können. Und dann haben wir nur noch ganz kurz die Blätter gleich. Wir fangen jetzt mit dem Körper an. Dafür legen wir uns die Wolle auf die Häkelnadel, drehen es einmal, ziehen einmal durch und ziehen fest. Und wir fangen an mit 50 Luftmaschen. Das habe ich bei dem hier auch auf jeden Fall gemacht. Mir gefällt die Länge sehr gut. Ihr könnt natürlich auch weniger oder mehr nehmen, wie ihr das möchtet. Und dann machen wir gleich einmal weiter nach 50 Luftmaschen. Luftmaschen haben wir jetzt gehäkelt und jetzt überspringen wir einmalig die ersten 3 Maschen und wir nehmen uns die Wolle auf die Häkelnadel, gehen hier in die 3. oder 4. rein, das ist egal, ist nicht so schlimm, und wir häkeln ein Stäbchen. Also Faden auf die Häkelnadel, jetzt wieder in dieselbe Masche rein, durch die ersten beiden Schlaufen und durch die anderen beiden Schlaufen. Dann wieder in dieselbe Masche ein Stäbchen und wir machen insgesamt immer 4 Stäbchen in eine Masche und dann wird sich das von alleine auch drehen. Jetzt auch nichts mehr überspringen, also direkt hier in die nächste Masche rein, dann in jede Masche 4 Stäbchen, bis wir oben angekommen sind. Und das mache ich dann jetzt auch im Schnelldurchlauf, dass wir 4 Stäbchen in jede Masche einfach häkeln, ohne eine Masche zu überspringen. Das wird sich auch gleich von alleine schon drehen. Man sieht das direkt jetzt auch schon, dass es anfängt sich zu drehen. Wir sind jetzt hier am Ende angekommen. Die letzte Masche habe ich auch gemacht. Jetzt schneiden wir den Faden ab. Und zwar ein bisschen länger, weil wir das nachher mit dem Kopf hier rannähen. Und wenn ihr Fäden über habt, dann könnt ihr die ja sammeln. Damit könnt ihr ja zum Beispiel diese Mini-Wollknäuel häkeln und die dann damit stopfen. Das ist super dafür geeignet. Das ziehen wir hier raus. Und somit ist der Körper auch schon fertig. Die beiden Fäden hier am Ende können wir verknoten. Und mit dem Lang vernähen wir dann nachher den Kopf hier an den Körper. Und jetzt machen wir erstmal die Blätter. Dafür nehmt ihr euch wieder eure Wolle. Ich nehme wieder jetzt grün. Und wir legen es auf die Häkelnadel, drehen es einmal, ziehen einmal durch und ziehen fest. Und wir häkeln jetzt erstmal 10 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann häkeln wir direkt hier in die nächste Masche wieder rein. Und zwar 2 feste Maschen. In die nächste Masche häkeln wir jetzt ein halbes Stäbchen, das heißt die Wolle auf die Häkelnadel einstechen, Faden holen. Dann haben wir 3 Schlaufen und durch alle 3 durch. Dann Faden wieder auf die Häkelnadel, in die nächste Masche rein und wir häkeln jetzt ein ganzes Stäbchen. In die nächste Masche häkeln wir auch ein ganzes Stäbchen. Dann Faden zweimal um die Häkelnadel wickeln und in die nächste häkeln wir ein doppeltes Stäbchen. Durch die ersten beiden Schlaufen, durch die nächsten beiden Schlaufen und durch die letzten beiden Schlaufen. Dann Faden wieder auf die Nadel, in die nächste wieder ein normales Stäbchen. In die nächste wieder ein einfaches Stäbchen.
in die nächste ein halbes Stäbchen und in die letzte Masche häkeln wir wieder 2 feste Maschen. 1 und 2. Das Ganze machen wir jetzt auch auf der anderen Seite. Und zwar nehmen wir uns wieder den Faden auf die Häkelnadel, gehen in die nächste Masche rein und machen ein halbes Stäbchen. In die nächste wieder ein normales Stäbchen. Wieder ein normales Stäbchen. Dann ein doppeltes Stäbchen. Wieder ein normales Stäbchen. Noch ein Stäbchen. Ein halbes Stäbchen. Und hier in das letzte Loch hier vorne machen wir auch noch mal 2 feste Maschen. Dann eine Luftmasche. Und das war es auch schon. So sind wir mit unserem ersten Blatt fertig. Faden wieder ein bisschen länger abschneiden. Wir vernähen das nachher alles. Einmal rausziehen. Und das brauchen wir jetzt noch einmal. Und das könnt ihr natürlich auch für andere Sachen benutzen oder für andere Würmchen. Das könnt ihr selbst verbinden nachher. So sieht das jetzt aus. Das brauchen wir noch einmal und dann vernähen wir alles. Und dann sind wir fast fertig. Ich habe jetzt soweit alle Fäden vernäht und jetzt nehmen wir uns schon mal die Blätter. Und hier können wir jetzt einmal beide zusammenknoten. So. Und noch einen festen Knoten. Mit den Fäden können wir das gleich auch an den Körper rannähen oder ranknoten. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet und wie fest ihr das haben möchtet. Jetzt nehme ich mir hier diesen langen Faden, den wir übrig gelassen haben. Und dann nehmen wir unsere Blume. Und auch das kann jeder für sich selbst entscheiden, wie er das vernähen möchte. Bei denen hatte ich das jetzt hier an dem Braun noch mit ran gemacht, aber ihr könnt das versuchen, unten ran zu machen, an der Seite, wie ihr das möchtet. Da gehe ich jetzt einmal hier durch eine Masche durch und vernähe das auch im Schnelldurchlauf. Und so mache ich das jetzt ein paar Mal hin und her, von innen, von außen. Und dann ist das auch schon rangenäht. So, ich habe jetzt alles vernäht, verknotet, alles ran gemacht. So sieht es jetzt aus. Jetzt kann unser Köpfchen hier rein. Wie gesagt, ihr könnt das festnähen oder festkleben. Das ist ganz euch überlassen. Das fällt hier auch gar nicht raus bei den 25 mm Kugeln. Und so sieht es jetzt aus. Ich hoffe, das gefällt euch. Das ist ein 2-in-1 Video, weil von hinten ist es eine Sonnenblume. Ich finde das auch richtig hübsch. Und von vorne ist es ein Blumenmädchen. Wenn ihr alles 1-2 Mal gemacht habt, dann macht ihr die nächsten Male auch ganz locker. Dann sehen wir uns auch die Tage bei einem neuen Video. Abonniert gerne meinen Kanal, aktiviert die Glocke und teilt das Video gerne mit Freunden und Bekannten. Und bis dahin.